34.672 € Preisvorteil. Die ehemalige UVP 114.472 unter Berücksichtigung aller Einbauten, die drin waren. Jetzt 79.800. Ist der neu gebraucht oder was ist mit dem Auto? Ne, ist ein Neufahrzeug aus dem Modelljahr 2023, aber ganz normal die 2 Jahre Herstellergarantie ab Zulassung, also braucht man sich da keine Gedanken machen. Das ist ein Knaus. Ist jetzt irgendwas anders als die anderen Knäuse, dass der so günstig ist? Ist der vielleicht in der Türkei gebaut? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ganz normal Jandelsbrunn eben auch verbaut. Ist ein Sondermodell als Venti Plus 650 MEG. Hier die Besonderheit eben jetzt als VW Crafter Chassis. Die Vorgängermodelle hatten das MAN-Chassis. Hier geht man jetzt eben auf dem VW Crafter drauf. Ist ja baugleich. Ja, genau, ist baugleich. Das ist genau das Gleiche. Also das ist ja, das heißt, der hatte einmal voll. Hier, Sondermodell, einmal voll. Sattanlage, Markise, genau, Automatikfahrzeug, Rückfahrkamera, alles mit drin. Full LED sehe ich gerade vorne. Die Leichtmetallfelgen, schwarze Markise, riesen Panoramafenster. Okay. Wie war der Preis? 79,8. 79,8. Ja. Und ich bin der erste Eigentümer im Brief? Genau, der erste Eigentümer. Also nicht Tageszulassung, nee? Nee. Okay, nur dass wir darüber geredet haben, ja. Das ist ein schönes Auto. Ja, wenn man das hier sieht, also das Ganze hat das neue Heck. Das hat diese neue Katzenaugenoptik hier. Genau, von den Wohnwagen, weil beim Südwind ist die gleiche Optik hier hinten. Das hat Weinsberg noch nicht. Ich glaube, das hat hinten ein anderes Heck. Ja, ist ein Einstellungsmerkmal von Knaus. Ne? Ja. Okay, also das ist dabei. Also nicht irgendwie das Heck nochmal getauscht, mal schnell zu dem Preis. Alles so, wie es sein soll. Ein AES-Kühlschrank sehe ich, die große Aufbautür mit Fenster und ganz wichtig, guck mal hier. Kleiderhaken. Also die sind da drin. Und Schirmhalter, ist auch immer gut. Wo denn? Ah ja, da ist der Schirmhalter. Das kenne ich aus dem Skoda. Ja. Octavia, die haben in der Tür. In der Außentür, Schirmhalter. So, kannst du zuziehen. Tür an auch Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Fliegengitter, helles Holz. Ja, da kannst du nicht so viel falsch machen, oder? Nein, Automatik? Absolut nicht. Ist wirklich von dem Preis, die Grundausstattung, was man so als Camper eigentlich erstmal braucht, ist erstmal vorhanden. Ist schon edel, oder? Ja. Also hier, wenn du so reingehst, jetzt ist ja Knaus nicht gerade die billigste Marke im Konzern. Also Knaus Tabbert baut ja unter anderem auch Morelo im Konzern. Und dann hat es auch das große Navigationssystem mit eingebaut. Es hat Abstandstempomat. Warte, ich guck mal, ob das stimmt. Ja. Abstandstempomat, da vorne ist die Taste. Dann natürlich elektrische Fensterheber. Luftfahrwerk. Ja, Luftfahrwerk, Hinterachse. Echt? Das heißt, du kannst damit sogar nivellieren. Genau, Hinterachse nivellierbar. Hier ist es einfach so beim VW Crafter und beim MAN ist es einfach so, dass das Basisfahrzeug, das Chassis ein bisschen schwerer ist. Und das ist eben hier genau das gleiche. Ich kann hier auf 4 Tonnen fahren, habe eine enorme Zuladung dadurch und das ermöglicht eben auch ohne Probleme das Luftfahrwerk für die Hinterachse. Zusatzluftfederung für die Hinterachse. Schönes Auto. Wie lang ist der? Der ist unter 7 Meter. Die Besonderheit hier in dem Bereich, man könnte ihn so ein bisschen als Van auch zuordnen, weil er eine 2,20 Meter Breite hat. Ach, das ist schmal. Genau, ist ein schmäler. Das ist nicht ein 230er, ein 220er nur. Ja. Das heißt, ich brauche auch keine extrem breiten Spiegel. Da langen fast die Serienspiegel. Platinum Selection, was heißt das denn? Das ist das Sondermodell von Knaus, in dem eben schon viel implementiert ist, was wir eigentlich schon viele schon angesprochen haben davon. So, der Crafter, der Motor ist wahrscheinlich 150 PS. Was hat der? Nee, ich glaube 177 hat er. Warte, ich schau. Ja. Nee, der hat jetzt 140. 140 hat er. Ja, aber gibt es aber genauso gut als 170. Das ist der ganz normale TDI. Absolut ausreichend. Ne? Ja. Ich glaube, es ist sogar der gleiche Motor. Das ist dann über andere Maßnahmen. Man sieht hier, Bussystem hat er eingebaut. Genau. Das ist, glaube ich, Serie bei Knaus. Du hast keine Schalter mehr, sondern du kannst überall, kannst du auch dimmen, kannst einen ausschalten. Genau, kann von überall, die Bussysteme sind überall eingebaut, hinten im Heck, im Küchenbereich, hier im Bereich. Also ich kann aus dem Bett alle Lichter ausmachen? Kann alle Lichter ausmachen, ich kann es dimmen, das ist eben das Schöne bei der ganzen Sicherheit. Ja, dann ist alles hier, guck mal hier so angeschrägt, geh mal rein bitte, dass du nämlich, wenn du drin bist, die maximale Bewegungsfreiheit hast. Das ist doch gar nicht so schlecht, der Knaus hier. Ist absolut, also als Fahrzeug, eigentlich ein 2-Personen-Fahrzeug eben konzipiert worden. Genug Platz hinten. Sitzplätze aber 4. Also Sitzplätze habe ich 4, genau. Jemand mal abholen muss vom Bahnhof oder so. Genau, ich habe 2 Gutsysteme hinten noch mit dabei. Geh mal rein bitte hier in die.
Also was ich schon gesehen habe, die Fernsehvorbereitung hat er mit drin. Ja, ich glaube, der Fernseher ist auch schon mit drin. Den haben wir jetzt aus Sicherheitsgründen hier mit rausgeholt. Sattanlage hat er auch. Sattanlage hat er oben mit drauf, genau. Hat er auch? Ja. So, dann hat er die Verdunklung, die ist hier teilweise noch demontiert. Das wird alles noch montiert, wenn es kommt. Ein paar Sachen habt ihr abgenommen, weil hier natürlich in der Ausstellung werden gerne Sachen mitgenommen. Die, so, 2 Klammen, jetzt mal ehrlich, 2, wer benutzt mehr wie 2 Klammen? Absolut ausreichend. Oft sind es 3 und dann sind die aber so eng aneinander, dass ich keine 3 Teufel draufstellen kann. So, was haben wir? Guck mal hier. Das heißt, du hast die Metallscharniere hier mit drin, Soft Close. Mal gucken, ob es wirklich soft ist. Ja, Soft Close. Mit Klick, guck mal. Dann der große Tedford. Diesmal der Original. Genau, großer Absauberkühlschrank. Ist der echt neu? Der Wagen ist neu, ja. Okay. Ihr seid schon lange Knaus-Händler. Also zumindest so lange du denken kannst, oder? Hier. Ja, wir sind schon lang. Also ich durfte auch, das ist das Schöne, ich durfte bei Knaus den Premium-Verkäufer IHK-zertifiziert machen. Da machen die jeweiligen Hersteller auch wirklich was, um uns auch weiter zu schulen. Sag mal, was ist das für ein Feeling? Du kommst abends nach Hause und sagst dann einer Frau, Mensch, ich bin Premium-Verkäufer IHK. Ich weiß gar nicht, ob das meine Frau weiß. Oder? Ich glaube nicht. Achso, die weiß das gar nicht. Ist aber nichts, wo du jetzt abends zum Kegelverein sagst, hör mal zu, ich bin jetzt Premium-Verkäufer IHK. Nee, was lernen wir noch? Überhaupt nicht. Also das, was wirklich gut ist, und das muss ich sagen, die versuchen natürlich, die einzelnen Hersteller, versuchen die Käufer natürlich auch so ein bisschen speziell auf ihre Fahrzeuge so ein bisschen auch einzuschwören. Ja. Und das geht ja dann über ein Jahr lang geht es. Das sind, ein Jahr? Ja, ein Jahr, ein ganzes Jahr geht es. Also nicht verlorene Lebenszeit? Nee, aber es ist nicht komplett durchgehend. Also es sind 3-mal wöchentliche Seminare, die man dann direkt bei Knaus ist. Und Knaus versucht einem natürlich schon speziell von ihrem Produkt auch zu überzeugen. Aber du warst so ein Jahr lang jede Woche bei Knaus? Nee, es sind nur 3-mal eine Woche. Ach, ich dachte, also es sind 3-mal eine Woche. Weil das hätte deine Frau ja gemerkt. Nein, das sind 3-mal eine Woche. Und da geht es halt klar um Knaus, Weinsberg, Tabbert, insbesondere dann um die Fahrzeuge. So, jetzt mache ich mal einen Running Gag. Du schaust keins. Ja, das ist ein Schwenkbad. Komm, wir zeigen es. Das habe ich schon erblickt. Jetzt nach 5 Jahren Wohnmobil drehen, 4 sind es. Ist natürlich so ein Schwenkbad, ist immer gern genommen, oder? Absolut, weil es einfach die beste Raumalternative ist. Ne? Mit extra Dusche. Bereich. Also ich finde jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, das gefällt mir nicht. Sondern für die Kohle 79,8 hast du einen ganz dicken Kraft darunter. Ja. Gut, 140 PS, da kann man vielleicht, wenn die Garantie mal abgelaufen ist, oder? Klar. Dazu wollen wir nicht raten. Wenn es eingetragen ist, darf man sogar. Ja. Also das Auto könnt ihr haben bei Wohnwagen Vogt 79.800 € und Preisvorteil von 34.672 €. Heute ist der 6. Juni 2024. Anno Domini ein Knaus Van TI Plus 650 MEG, was immer das heißt, Platinum 2023er Modell. Das ist allerdings, bin ich der erste Eintrag im Brief. Das heißt, die Garantie beginnt erst zu laufen, wenn ich ihn gekauft habe und angemeldet habe. Genau. Korrekt? Ja. Und das ist das Wichtigste, wenn ich ihn später wieder verkaufe, ist eine Erstzulassung 2024, korrekt? Genau, richtig. Und um das MEG vielleicht noch, also Knaus macht es immer sehr schön, aber besonders im Wohnwagenbereich. Die gehen immer von vorne nach hinten. Die sagen also Monositzgruppe, M, E Einzelbetten und G für Garage. Also man kann es auch bei einem Wohnwagen, bei der Typenbezeichnung bei Knaus oder bei Weinsberg sehr schön von hinten nach vorne durch. Das hast du bei der IHK gelernt. Zum Beispiel. Tschüss. Tschüss. Also Wohnwagen Vogt, da sind wir in Saarbrücken. Saarbrücken Wohnwagen Vogt. Ciao.